Wer auch immer irgendwo auf dem Feld ist, investiert alles, als wenn es sein letztes Spiel wäre. Auf geht's, Männer! Wenn er jetzt verkackt vor laufender Kamera, ist scheiße. Ich habe jetzt mal so eine Zahl für mich herausgefunden, dass wir mittlerweile über 43 Spieler eingesetzt haben in allen Wettkämpfen. Daraus immer eine Einheit zu formen, ist wahrscheinlich die große Aufgabe des Trainerteams dieses Jahr gewesen. Weil du musst die Gruppe immer komplett abholen, dass das sofort ein Haufen ist, der dann am nächsten Tag da durchs Feuer geht für alle. Ihr seht die Gesichter, wir haben wieder unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Spieler, unterschiedliche Jahrgänge da. Es gilt wieder schnellstmöglich zusammenzuhalten. Deswegen ist das Training jetzt gleich ausschlaggebend, weil wir heute das einzige Mal mit dieser Einheit alle zusammen auf dem Feld sind. Alles klar, wir spielen viel, aber ich brauche euch. Auf geht's, Männer! Auf geht's, komm, Gegenpressing! Gegenpressing! Ja, im Training war der Trainer nicht so ganz zufrieden, weil die Qualität nicht top war, sage ich mal. Wir spielen das Ganze gleich nochmal. Männer, hey, es geht um Haltung. Gib mir mal einen Ball. Osman, no worries. Hey, es geht um Haltung jetzt die ganze Zeit. Ich will keinen sehen, der so spielt und sich gar nicht danach bewegt und der keine Spannung im Passspiel hat und keine Kommunikation in seiner Aktion. Es geht um 2-3 Meter. Ich erwarte von keinem, dass er 5 bis 20 Meter hier läuft. Aber die 3 Schritte, die ihr machen müsst, die macht ihr auch. Es geht um Haltung. Es geht klar um Haltung. Es geht auch morgen um Haltung. Ja, der Coach hatte recht. Wir haben ein bisschen zu wenig gemacht. Jetzt nicht so wie davor die Wochen. Wir haben ein bisschen abgeschaltet, sag ich mal. Also jagt sofort die Kugel. Es ist Chaos nach Ballverlust. Also geht ran da. Intensität rein. Wir spielen. Auf geht's! Gegen! Keep going, my friend! Gut! Gut, Justin! Wenn wir eine Sache im Abschlusstraining brauchen, ist sofort Fokus, weil wir haben nicht viel Zeit dann. Ja, deswegen achtet da schon immer drauf, dass die sofort in der Spur sind. Ecke defensiv für die Gelben. Merkt euch bitte exakt, wo ihr stehen würdet, weil das setzen wir dann gleich in der Spielform um, wenn wir ins 11 gegen 11 gehen. Jeder weiß, wo er zu stehen hat. Ich glaube, wir haben vor dem Spiel in jeder Aktion fast ein Tor gemacht. Und auch in den Varianten, die wir ausprobiert haben, die auch alle geklappt. Ist das rein? Ist okay. Aha. So, das wird morgen sonst reichen. Kann sein, dass er durchrutscht, dafür bist du da, Us. Ist das rein? Okay, ja. Bravo! Komm! Oh ja, der ist super! Boah, ich hätte ihn so gern genommen. Ja! Ritter Goal, Diallo Goal, Feddersen Goal. Nein, das war nicht Echibasi. Hast du schon ein Tor gemacht? Ja, hier, erzähl das mal. Der hat Feddersen gemacht, oder? Assist. Ja, Assist kriegst du von mir, ist kein Problem. Das Verhältnis mit dem Trainer ist halt schon sehr eng. Da sind auch sehr viele Einzelgespräche und er gibt da auch schon sehr viel Vertrauen. Ich glaube, holt auch aus jedem Spieler noch mal ein paar Prozent heraus. Chip. Yes! Echibasi Goal! So, verkehrt! Geh raus! Ja, Home Run! Lauf nach, Junge! Junge Mann, ey. Hey, Jonas! Hör auf, dein Pulver zu verschießen! Also ich suche mir die Jungs dann immer einzeln raus, hole sie so ein bisschen ab, aus welchem Setting sie gerade kommen. Ist ja dann auch spannend, wenn dann das ein U17 oder U23 Spieler ist. All good, fellas? Yeah. What's your favorite position? Left one. What's your favorite position? Left wing too. Okay, so we need to share. Yeah, I told him that we can change every 5 When the minutes. situations, Yeah, the situation okay? we can change. Yes? No problem. Okay, be a team tomorrow. I need you fellas because you're gonna decide the match. Taichan! Balleroberung! Komm! Ja, Hamzat! Be brave! Bravo, Matthias! Taichan! Für Paul war das ja ein erstes Youth League-Spiel nach, ich glaube, einem Pokalspiel und einem Ligaspiel so gefühlt. Ja, und habe gesagt, Paul, du bist jetzt dran. Geht's dir gut? Ja. Willst du starten morgen? Natürlich. Ja dann, doch gesagt, dass ich auf dich zähle.
Morgen geht's los. Okay, machst du hier Druck? Warum? Warum? Ah, die Bühne wird nur noch größer. Und von daher gehst du bitte mit einer gewissen Grundentspanntheit in dieses Spiel. Genieße es. Du bist gut vorbereitet, Mann. Du hast alles im Tank, bist taktisch gut drauf. Jetzt geht es daran, es umsetzen zu wollen. Dass er an dem Tag auch noch ein Tor macht, ist natürlich dann ein Highlight. Hat er dann am nächsten Tag gegen Villarreal getroffen. Wir hatten 2 erfolgreiche Auswärtsspiele gegen City und Kopenhagen. Die waren ganz gut, haben wir gut gemacht als Team. City war ganz besonders für mich. Da habe ich mein erstes UC-Spiel gemacht, auch direkt durchgespielt. Und das hat mich richtig gefreut für mich, aber auch fürs Team, weil die Leistung war auch sehr gut. Wir wussten, dass wir schon eine sehr, sehr gute Ausgangslage haben, aber dass schon jeder Sieg, einfach jeder Punkt wichtig ist. Duell, warum? Oder das Duell, warum? Wenn ihr euch die Tabelle angeschaut habt, dann ist alles pari-pari. Ist alles gleich. Und wenn wir uns die Tabelle anschauen und wir noch 2 Spiele übrig haben, sehe ich einfach 2 Matchbälle für uns. Das ist immer schön, wenn man 2 Chancen im Leben hat. Ich bin aber ein Fan davon, wenn man immer jede Chance versucht zu nutzen. Das heißt, wenn wir +3 in den nächsten 2 Spielen uns ziehen, sind wir am 12.12.25 bei der Auslosung dabei und haben am 3. oder 4. Februar 26 das nächste K.O.-Rundenspiel. Saugt Atmosphäre auf, da draußen hängen die Youth League Banner schon, die habt ihr schon gesehen. Deswegen lasst uns angehen. Let's try, man. Heute 3, 16. Finale. Heute 3, 16. Finale. Aber das Geile an der Geschichte ist erstmal, wie wir an die Chance reingekommen sind. Jeder, der hier in der Kabine ist, hat dazu schon beigetragen. Deswegen auch heute wieder maximales Vertrauen in diese Runde. Ihr habt es richtig gut gemacht. Ich bin jeden Tag stolz auf euch und bin jeden Tag froh, dass ich hier bin. Sollte da draußen ein Gegner auf uns treffen, und ich garantiere euch, die werden es uns sackschwer machen, dann geht es bei uns absolut um Widerstände. Wir sind positiv die ganze Zeit. Und wir können uns nicht so präsentieren, es war einmal dieses Jahr wie hier gegen Bilbao. Wir zerfleischen uns nicht selbst, wir pushen uns, wir jagen uns in die Duelle rein, wir unterstützen uns, wir schaffen Überzahlsituationen mit und gegen den Ball und die ganze Zeit positives Mindset. Wenn Fehler passieren, es ist mir scheißegal, weil es gehört zum Leben dazu und deswegen gehört es auch auf diesen Fußballplatz. Wenn ich es mir wünschen könnte, hätte ich jetzt 90 Minuten gerne da draußen eine Truppe, wenn ein Fehler passiert, dass sie drauf scheißt, dass es ihnen egal ist, dass sie sich sofort auf den nächsten Pass konzentrieren, auf das nächste 1 gegen 1, dass sie positiv in der Kommunikation sind, dass wenn wir am Boden liegen, dass wir sofort aufstehen. Das muss unsere Attitude sein. Auf die Spinner, komm, alle! Real, tío, che, vamos, tío! Die erste Halbzeit gegen Villarreal war eigentlich ganz gut. Wir hatten sehr viele Chancen, haben die leider nicht genutzt. Wir hätten eigentlich mit der Führung in die Pause gehen sollen, aber haben leider ein Tor kassiert. Und dann war es 1-0 für die. Hey, Nick! Nein, schon Nick! Hey! Egal! Ich muss aber auch sagen, dass Aaron uns auch manchmal gerettet hat. Die Gegner hatten auch ein paar Möglichkeiten, wo die auch erhöhen könnten. Aber hat Aaron überragend gehalten. Fallrückzieher war ein Versuch, habe ich auch in der Vergangenheit schon öfters gemacht, aber ist dann leider ein bisschen abgerutscht. Punkt Nummer 1, es ist kein schlechtes Spiel für uns. Deswegen gehen wir auch da komplett ruhig weiter, setzen die Sache rein und bleiben auch bitte weiterhin geduldig. Männer, ich habe gesagt, dass es schwer wird. Deswegen will ich euch jetzt kämpfen sehen. Ich will euch maximal kämpfen sehen, weil Fußball spielen könnt ihr so oder so. Ihr müsst ihn da draußen richtig auf die Eier gehen. Deswegen gebt ihnen alles, was ihr habt.
Haut alles aus eurem Körper in den nächsten 45 Minuten raus. Danach könnt ihr chillen. Aber 45 Minuten, wer auch immer irgendwo auf dem Feld ist, investiert alles, als wenn es sein letztes Spiel wäre. Auf geht's, Männer! Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, auch Gegenpressing war viel besser und deswegen haben wir auch mehr Torchancen kreiert. In der zweiten Halbzeit haben wir sie schon sehr stark dominiert und unsere Chancenverwertung war einfach nicht gut. Us, you get one more moment for sure. Believe that. Wir hatten einen Eckball und dann kam die Flanke gut und dann war halt Paul Tanni gut und dann hat er ihn halt reingeschoben. Die Bank ist ausgeflippt. Und wir haben uns richtig gefreut, dass auch Paul, weil es auch sein erstes Spiel war in der Youth League, haben wir uns richtig für ihn gefreut. Wir hätten auf jeden Fall gewinnen müssen und ja, wie es im Fußball ist, wenn du die vorne nicht machst, siehst du sie hinten. Halt schon, weiter, Fadi. Come on. Ja, das war kurios, weil wir hatten kurz davor noch diese Halbwehrflanke, wo Valon eigentlich schon fast hätte treffen können. Und dann eine Minute später haben wir noch mal eine Abschlusssituation, die zur Ecke geklärt wird. Und dann hat der Schiedsrichter an dem Punkt abgepfiffen. Boah, und das fand ich ziemlich krass, das habe ich ihm auch persönlich gesagt. Er hat in meinen Augen eine gute Leistung gezeigt, das habe ich ihm auch gesagt. Aber ich meinte halt, also die Spanier nach meinem Empfinden haben immer wieder schon an der Zeit ein bisschen gespielt. Und da hätte ich mir einfach gewünscht, dass er uns die Ecke auf jeden Fall noch gibt, auch wenn er recht hat, dass die Nachspielzeit im Prinzip durch gewesen wäre. Am Boden zerstört, spürt man so eine Leere in sich und es ist einfach traurig, wenn man weiß, was drin gewesen ist. Und dann auf einmal ist es vorbei und man hat verloren. Für mich ist es jetzt eine Niederlage, die ich vom Ergebnis natürlich nicht akzeptieren kann, weil wir einfach das richtig gut gemacht haben. Und das tut auch einfach gerade weh. Bin ich ehrlich, das tut einfach weh und es darf auch weh tun. Aber ich kann so eine Niederlage dann schon auf der anderen Seite auch wieder akzeptieren, weil ihr eben so investiert habt. Dann ist es jetzt halt heute einfach mal so. Der Fußball leider schreibt immer wieder seine eigenen Regeln und dann ist es so, dass in diesem Sport auch mal eine Mannschaft dann das Spiel zieht, die heute nicht besser war. Mit diesem Spiel, mit diesem Einsatz habt ihr einfach nur mal maximalen Respekt verdient und eine dicke Umarmung. Und für die Jungs, die heute nicht auf die Matte kamen, tut es natürlich sowieso leid. Aber deswegen haltet zusammen. Ein Youth League-Spiel ohne Spielrhythmus, so zu spielen, mussten mir erstmal eine Truppe zeigen. Deswegen, trotz Ergebnis, das tut weh. Ich bin sehr stolz auf euch. Danke für das Engagement heute. Ja? Richtig gut. In meiner Freizeit trainiere ich noch oft mit meinem Onkel, gehen locker laufen oder machen mal Krafttraining oder mal mehr, mal weniger, so wie der Belastungsstand gerade ist. Mein Onkel ist Polizist und er ist auch sehr, sehr sportlich und ja, dann trainieren wir halt immer zusammen und pushen uns gegenseitig hoch. Soll ich einen Muscle-Up versuchen? Muscle-Up, quasi einmal komplett nach oben ziehen. Ich sag, wenn er jetzt verkackt vor laufender Kamera, ist scheiße. Jawohl, siehst du? So ran. Ich bin zu alt geworden. Doch, siehst du? Viele noch? Du hast gerade erst angefangen. Disziplin ist halt wichtig und auch wenn man keinen Bock hat, einfach machen. Herzlich willkommen in meinem Zimmer. Ich fühle mich auf jeden Fall sehr, sehr wohl, weil ich finde, es ist ein cooles Zimmer. Es ist ganz chillig hier. Ich habe hier auch eigentlich alles, was ich brauche. Von einem großen Bett, mein Boxsack, wo ich auch zwischendurch mal gegenhauen kann. Ja, hier meine Gaming-Ecke. Natürlich FIFA, Fortnite, COD, alles was es so gibt.
mit meinen Kollegen, auch aus der Mannschaft spielen eigentlich sehr viele. Ja, so am Wochenende oder einfach in der freien Zeit, um abzuschalten, verbringe ich hier schon sehr viel Zeit und das Zocken ist auch schon wichtig. Zu meiner Wand, wo ich auch viele Andenken habe, von meinem ersten Länderspiel mit der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande. Ich habe zwar auch schon sehr viele Länderspiele hinter mir, aber daran erinnert man sich immer am liebsten. Und hier oben rechts auch was von damals, als ich noch 10 Jahre alt war. Hat unser Trainer damals für uns erstellt. Ich habe ja schon in der U11 hier damals gespielt. Das ist meine zweite Youth-League-Saison. Der krasse Moment letzte Saison war gegen Real Madrid. Da bin ich, glaube ich, in der 60. eingewechselt worden, weil ich vorher auch krank war und einfach raus war. Und dann habe ich in der 96. Minute, glaube ich, dann den Siegtreffer erzielt. Das war schon ein Moment, den ich, glaube ich, niemals vergessen werde. Meine Mama ist halb deutsch, halb türkisch. Da kommen auch manchmal deutsche Gerichte vor, aber natürlich größtenteils türkische Gerichte. Besser als vergessen. Ja? Besser als vergessen. Okay, dann macht man durch die 1000 Kalorien, ne? Einer macht wahrscheinlich auch keinen Sinn. Heute frei, ist okay. Bis nächste Woche beim Spiel. Mit Arbeit kannst du kommen? Ja. Ist raus kein Problem. Wir sind halt schon eine große Familie, sage ich mal. Und in der Freizeit sind wir auch immer zusammen und verbringen Zeit miteinander, haben Spaß, lachen und ist auch eine sehr gute Ablenkung. Willst du auch einen? Ja. Welche willst du? Ein normal. Wie nochmal? Meinst du einen kleinen? Wo spielt ihr? Ein klein. Aber einen So ein normalen kleinen? kleinen. Okay. Die sind alle gleich. Eins für so anders. Meine Familie bedeutet mir alles und ist halt immer da. Und auch wenn es mal nicht so gut läuft, sind die für einen da und fangen einen auf und das ist schon sehr wichtig. Mein Wecker klingelt um 7 Uhr. Da stehe ich meistens immer auf jeden Tag. Dann mache ich mich halt fertig, putze meine Zähne, mache meine Haare, ziehe mich um. Und dann gehe ich eigentlich schon los zur Schule. Dann habe ich meistens bis 15 Uhr Schule, 3-mal die Woche. Und dann muss ich halt schnell direkt los, weil wir immer um 16 Uhr schon einen Treff haben. Und noch mit dem Essen und mit der Fahrt dauert es halt ein bisschen länger und dann wird das halt alles schon knapp. Enzo weiß ich gar nicht. Bist du mit Enzo Klasse, Till? Ja. Wo war er heute da? Hast du gesehen, Julian Schule? Julian? Ja, war Schule. Ah, stimmt, der meinte, er ist heute da. Ich wohne im Jugendhaus und wenn ich dann von der Schule komme, muss ich dann noch im Jugendhaus essen. Und das ist schon ein bisschen Luxus, weil wir bekommen das Essen gemacht. Wir müssen nichts machen, wir müssen einfach nur bestellen. Und dann ist das Essen schon fertig. Dann haben wir auch manchmal Physiothermine und dann wird halt geschaut, ob bei mir alles gut ist oder nicht. Irgendwelche Probleme aktuell? Nein. Maschine gut geölt hier. Sieht eigentlich ganz gut aus. Immer. Drück mal hier gegen mit dem Bein. Okay, locker lassen. Was ist denn los? Das ist weh. Wie bitte? Was war denn da? Da ist dein Hüftbeuger. Der ist eigentlich bei euch Fußballern immer irgendwie fest. Wir machen den präventiv auch einfach immer so ein bisschen mit. Na, die Seite auch nochmal. Ja, ich will nur mal schauen, ob mir was auffällt. Wenn nicht, hast du Glück. Ich hoffe. Und wenn mir was auffällt, hast du auch Glück, weil dann beheben wir es gleich. Ganz ruhig weiteratmen. Jetzt bewegt sich das deutlich besser. Dann haben wir halt das normale Mannschaftstraining. Hüfte wird gestreckt, macht euch groß. Das Training ist immer sehr intensiv. 4 gelbe, 4 blaue. Auf geht's, arbeiten! Ball läuft! Jetzt kommt nicht alle kurz! Boah, das ist wie ein Arbeiterleben, oder? Also da kommen dann auch Nationalmannschaften dazu. Das heißt, die sind auch immer auf Reise, nicht nur mit uns, sondern auch mit der Nation. Also das Pensum ist schon extrem und deswegen müssen wir natürlich auch mal beim Training schauen, wie belasten wir sie heute. Justin ist in der Laufleistung einfach sensationell. In jedem Spiel da über 12 Kilometer ist er unterwegs gewesen. Ja, was ihn einfach spannend macht, ist Spiel mit Ball, dass er Gegner im Rücken auch abschüttelt und in den Pockets gut ist und sehr variabel Fußball spielt und daneben noch ein starkes 1-gegen-1 besetzt. Also offensiv ein sehr, sehr, sehr interessanter Junge. Ja, zwei. Nach dem Training haben wir noch manchmal im Kraftraum selber
paar Sachen, die wir verbessern wollen oder uns einfach nur kurz regenerieren wollen. Ausrollen, dehnen. Trainingsintensität heute auf einer Skala von 1 bis 10. 1 gar nichts, 10 extrem. 5, 6. Was würdest du sagen? Was sagst du? 5, 6. Okay. Ich will auch so 5, 6. Ja, passt ja. Gut. Danke. Freizeit habe ich sehr wenig. Ich verzichte schon auf viele Sachen. Ich schaue von meinen Mitschülern manchmal, was sie so machen. Und das kann ich halt nicht machen. Meine Freunde gehen mit Freunden raus, treffen sich, gehen essen oder machen halt Aktivitäten zusammen. Ich bin meistens nicht dabei, weil ich halt leider nicht kann. Aber ich finde das ganz okay, ich finde das jetzt nicht schlimm. In meinem Zimmer bin ich erst wieder so um 19:30, 20 Uhr, so ungefähr. Ich verzichte halt so viel, weil ich halt Fußballprofi werden will und ich halt den Sport liebe über alles und alles dafür gebe. Ich glaube, so um 11 oder 12 Uhr an dem Tag habe ich die ersten Glückwünsche bekommen, weil es eine Mannschaft quasi aus dem letzten Drittel nicht mehr geschafft hat zu siegen. Und dadurch konnten wir aus diesem Qualifikationsfeld für die K.O.-Runde nicht mehr rausfliegen. Wenn wir verloren hätten, wären wir zwischen Platz 17 und 22 geraten und dann hätten wir auswärts gegen einen von den Top 6 gespielt. Das wäre jetzt, glaube ich, nicht so geil gewesen. Komm, letzte Minute. Niklas, ich brauch dich kurz. Drück mal auf den Knopf. Geh da hin und drück hin. Da drauf. Team, 1, 2, 3! Ja! Let's go! Let's go, come on! Ich will da draußen eine gelbe Wand sehen. Morgen 3 Punkte ziehen, ne? Last dance. It depends on us. Das ist es jetzt. Ich brauche euch jetzt 90 Minuten da draußen. Ich habe euch das ganze Jahr eine Story gegeben, immer ein Intro. Wir müssen sie aber am Ende alle selber schreiben. Okay? Wir waren immer am stärksten, wenn wir unsere Spielfreude aufs Feld gebracht haben und die brauchen wir jetzt auch wieder. Wir halten maximal dagegen, wir verlieren aber nie das Lächeln, 90 Minuten lang. Wir fahren 90 Minuten da jetzt drüber und holen unseren ersten Heimdreier. Ja? Wir wollen eine geile Ausgangslage für die Phase nach der Winterpause. Freitag wird ausgelost und da holen wir uns heute eine geile Position. Okay, Männer? Ist das klar? Das behalten wir bei, wir kommen zusammen. Komm, Männer, komm! Wir hauen uns alle für den Nebenmann rein, über 90 Minuten. Fighten ohne Ende und wie gesagt, nicht das Lächeln verlieren auf 3 Team. 1, 2, 3! Team! In der ersten Halbzeit hatten wir sehr viele Chancen. Also man konnte hier auch gar nicht aufzählen, wie viele. Es waren zu viele. Der Gegner hatte Abstoß. Ich dachte mir, dass sie einen langen Ball schlagen. Ich bin auch schon ein bisschen zurückgelaufen. Und dann haben die halt kurz angespielt. Bin ich angelaufen, ganz normal. Und dann hat der gegnerische Torwart mir mich ein Geschenk gegeben.
gefühlt war Justin sein Tor noch das Schwierigste, weil du musstest erstmal einen Pressingweg hinlegen und dann den Ball abfangen. Davor hatten wir, oder um die Chance von Justin, glaube ich, hatten wir auch viele 1-gegen-1-Situationen gegen den Torwart. Da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr Coolness gewünscht. Wir hatten auch mit Matthias, mit Samu oder ich auch 1, 2 Chancen, wo wir einfach reinschieben müssen, aber dann zu viel wollten vielleicht oder den Ball falsch getroffen haben. Es nervt halt schon, weil man dann halt auch weiß, dass wenn sie jetzt irgendwie durch eine Glücksaktion ein Tor machen, dass halt dann wieder alles drin ist, obwohl wir so viele Chancen haben. Ich als Stürmer hatte jetzt weniger Schüsse aufs Tor, aber dafür hätte ich mehr Assists haben können, die dann nicht geklappt haben. Da denke ich mir auch so, scheiße, heute habe ich weniger Schüsse und gebe eher die Pässe und dann gehen die leider nicht rein. Und ja, aber dann kam das 2:0 und dann war halt auch alles schon wieder lockerer. You just get a goal, we keep scoring and scoring and scoring. And if you miss it, it doesn't matter, just move on to the next one. Ich habe Esprit und Attitude wieder ein bisschen vermisst dann auf dem Feld. Warum werden wir denn negativ? Habt ihr gedacht, dass wir einfach 8-0 gewinnen oder was? Ihr seid jetzt positiv. Haben wir uns verstanden? Weil ich lebe es da draußen auch vor. Ich werde nicht rumschimpfen. Ich will, dass wir nochmal alle Energie jetzt 45 Minuten reinlegen und uns weiterhin so viel Torchancen wie nur möglich erspielen. Ich will eine Torchance nach der anderen. Und was wir beibehalten, ist bitte unser Gegenpressing. Es geht auf unser Tor, wo wir am liebsten drauf spielen. Also bitte einen Moment nach dem anderen kreieren. Das will ich jetzt sehen. Auf geht's, Männer. Taijan ist, glaube ich, unberechenbar für jede Kette, weil der taucht in irgendwelchen Räumen auf, dann kommt er mal kurz, dann denkt der Verteidiger, kommt am Ball, dann spitzelt er wieder vorne rein. Wenn er ein offenes 1-gegen-1 hat, wenn du Pech hast, kriegst du einen Beinschub. Er ist sehr abschlussstark, er ist quirlig, er hat auch schon den einen oder den Elfer rausgeholt. Wenn er einen Tag hat, wo er maximal fleißig auch gegen den Ball ist, dann ist er nicht zu ersetzen. Fadi als Erster, Hamza dann und dann Paul. Fadi als Erster. Der Hamza kam halt rein und damit hat, glaube ich, auch keiner gerechnet. Der Junge ist ja auch schon, glaube ich, der ist ja noch 14. Und dann habe ich mich auch schon für ihn gefreut, dass er dann sein erstes Tor schießt. Ist ja auch, glaube ich, der zweitjüngste Youth-League-Schütze aller Zeiten. Ich glaube, Hamzat hat das nicht so richtig geglaubt. In dem Moment, man hat auch gesehen, er hat nicht richtig gejubelt. Aber ich glaube, innerlich hat er sich sehr gefreut. Glückwunsch. Gut gemacht. Hi. Hallo. Hi. Lass sie nicht so lange warten, ne? Glückwunsch. Nächste Runde eingezogen. Freitag ist Auslosung. Darauf freue ich mich heute schon. Und ansonsten ist es ja dann tatsächlich heute so, dass Hamza die Party schmeißen muss, richtig? Wir lassen uns was einfallen. Ohne Stress, ohne Stress. Geile, richtige, schöne erste Runde bis zum Winter. Morgen haben wir noch Weihnachtsessen. Guter Abschluss jetzt. Besser kann es sein. Wir sind jetzt auf Platz 11 gelandet und mit 4 Siegen jetzt da aus 6 Spielen rauszugehen, ist auf jeden Fall schon eine Sache, mit der wir stolz ins neue Jahr gehen. Hello everybody and welcome to the House of European Football for the UEFA Youth League Round of 32 draw. And we look for the host of Borussia Dortmund. Dortmund will be making the trip to Netherlands to face AZ Alkmaar. Ich freue mich schon richtig auf das Spiel in der Youth League. Wir hatten 3 Spiele auswärts, die haben alle gewonnen. Vielleicht schaffen wir das gleich das 4. Mal. Das ist natürlich was Besonderes und hoffe, dass wir das Spiel gewinnen und dann ins Achtelfinale einziehen.